Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Silvers Cocktailwissen. Wir wollen heute über Eis sprechen, genauer gesagt über klares Eis. Wie wir ja alle wissen, ist Eis eine essentielle Zutat, wenn es an die Herstellung von Cocktails geht. Wenn man das jetzt zu Hause herstellen möchte, gibt es verschiedene übliche Möglichkeiten. Das wäre zum einen eine Eiswürfelform wie diese hier oder ähnliche, sind ja häufiger bei Tiefkühlschränken dabei, wenn man da einen neuen bekommt, wo man dann Wasser reinfüllt und das Ganze in den Tiefkühlschrank stellt und es gefrieren lässt. Oder aber man nimmt einen solchen Eiswürfelbeutel, die gibt es für ein paar Cent in Drogeriemärkten zum Beispiel. Auch die füllt man mit Wasser, tut sie dann in den Gefrierschrank, bis sie durchgefroren sind. Nachteil hier, die produzieren natürlich Müll, man kann sie leider nicht mehrfach benutzen. Und darüber hinaus, wenn man größere Mengen an Eiswürfeln braucht, gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, sich fertige Eiswürfel im Supermarkt oder ähnlichen Geschäften zu kaufen. Die meisten dieser Varianten haben allerdings einen optischen Nachteil. Die Eiswürfel sind nämlich trübe. Man sieht das hier bei dem ganz gut. Die äußere Schicht ist klar, aber innen drin ist dann ein trüber Kern. Das hat keinerlei Auswirkungen auf die Qualität des Drinks. Der Eiswürfel schmilzt genauso gut wie ein klarer Eiswürfel und gibt dabei Kälte und Schmelzwasser an unseren Cocktail ab, überhaupt kein Problem. Aber bei Cocktails trinkt ja auch das Auge mit, insofern ist das Ganze aus ästhetischer Sicht nicht ganz so schön. Jetzt gibt es, wenn man die Eiswürfel im Supermarkt kauft, durchaus auch klare Eiswürfel. Das sind leider aber meistens Hohlformen und die haben den Nachteil, dass sie aufgrund ihrer größeren Oberfläche die Drinks schneller verwässern als Vollkörper. Es gibt auch Vollkörper klare Eiswürfel, die sind aber gleich ein ganzes Stück teurer und nicht ganz so oft zu finden. Insofern ist das Kaufen von klaren Eiswürfeln nicht unbedingt eine Option. Zum Glück kann man klares Eis aber auch mit einem Trick relativ leicht zu Hause selber machen und genau diesen Trick wollen wir uns jetzt anschauen. Wir brauchen dazu eigentlich nur Wasser, logischerweise einen Tiefkühlschrank und eine solche kleine Thermobox, die wir in den Tiefkühlschrank hineinstellen können. Die sollte an den Seiten isoliert sein und einen Deckel haben, den man abnehmen kann, damit sie nach oben offen bleiben kann. Was wir uns jetzt hier zunutze machen, ist ein Effekt, der im Englischen als Directional Freezing bezeichnet wird, also die Richtung des Frierens wird gesteuert. Ich weiß nicht genau, wer es ursprünglich mal erfunden hat, ich habe es zuallererst auf dem Channel Cocktail Chemistry gesehen, aber es gibt noch jede Menge andere Channels, die sich mit Cocktails beschäftigen und die das gleiche Prinzip vorgestellt haben. Von daher habe ich jetzt bisher nicht rausfinden können, wer es ursprünglich mal erfunden hat, soll uns aber egal sein, die Methode ist jedenfalls ganz praktisch. Zwei Effekte werden wir hier ausnutzen. Zum einen die Art und Weise, wie diese trüben Einschlüsse entstehen. Es handelt sich dabei nämlich um kleine Unreinheiten im Wasser, Gase oder Partikel, die darin eingeschlossen sind. Und während das Eis gefriert, werden die zunächst einmal erstmal vor sich hergeschoben. Deswegen ist die äußere Schicht des Eiswürfels klar. Aber irgendwann kommt es dann an den Punkt, wo es keine Möglichkeit mehr gibt, die weiter vor sich herzuschieben. Und dann gefrieren sie halt in die Kristallstruktur des Eises hinein. Und das sorgt dann dafür, dass das Eis im Kern trüb wird. Erster Effekt, wenn wir also das Gefrieren rechtzeitig stoppen, solange noch genug Platz ist, um diese Einschlüsse vor sich herzuschieben, dann haben wir klares Eis. Und um das zu erreichen, nutzen wir den zweiten Effekt, nämlich dass wir mit diesem Thermobehälter dafür sorgen können, dass die Gefrierrichtung des Eises exakt gesteuert wird, nämlich von oben, wo der Behälter offen ist, nach unten, wo er dann isoliert und geschlossen ist. Wir füllen also unseren Behälter zur Hälfte bis ca. 3/4 mit kaltem Wasser. Die genaue Menge ist davon abhängig, wie viel Eis ihr braucht, wie groß euer Behälter ist. Und den stellen wir dann offen nach oben in unseren Tiefkühlschrank und lassen ihn gefrieren. Die Zeit, die das jetzt dauert, ist davon abhängig a, wie kalt euer Tiefkühlschrank ist, wie warm euer Wasser ist und wie dick ihr das Eis hinterher haben wollt. In meinem Beispiel hätte ich gerne Eiswürfel, die hinterher eine Kantenlänge von ungefähr 3 bis 4 cm haben. Und bei einem Tiefkühlschrank mit minus 18 Grad Temperatur dauert das so ungefähr 13 bis 15 Stunden. Mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie warm das Wasser ist. An der Stelle werdet ihr wahrscheinlich ein bisschen experimentieren müssen, bis ihr für euren Tiefkühlschrank die richtige Zeit gefunden habt. Wenn die Zeit dann rum ist, nehmen wir die Box wieder aus dem Tiefkühlschrank heraus und über dem Waschbecken können wir sie dann vorsichtig stürzen und an den Seiten so ein bisschen rumziehen, damit das restliche Wasser, was noch drin ist, abfließen kann und unser Eisblock herauskommt. Und wenn wir uns den mal angucken,
der ist wirklich glasklar. An den unteren Kanten werden Ausläufer sein, wo das Wasser dann angefangen hat, auch an der isolierten Wand entlang zu frieren. Die sollte man abmachen, damit wir wirklich einen soliden Block haben. Da kann man die Rückseite eines Messers hier benutzen, um das so abzuschlagen. Und dann sind wir die Ecken und Kanten los. Wer möchte, kann dann mit ein bisschen warmem Wasser die Kanten noch ein bisschen glätten und abspülen, um die letzten scharfen Kanten da zu beseitigen. Und danach sollten wir den Eisblock für ein paar Minuten bei Zimmertemperatur liegen lassen, idealerweise so auf einem Handtuch, damit die entstehende Feuchtigkeit aufgefangen wird. Denn wenn der Eisblock frisch aus dem Tiefkühlschrank ist, ist er so kalt und spröde, dass bei dem gleich anstehenden Schneiden unseres Eises das Eis viel zu leicht splittert und es schwieriger ist, die Eiswürfel so in Form zu bekommen, wie wir sie gerne hätten. Deswegen lassen wir den Eisblock jetzt ein kleines bisschen temperieren. Wenn er nicht mehr ganz so kalt ist, lässt er sich viel leichter schneiden. Und nach der Wartezeit werden wir genau das tun. Wir nehmen ein solches gezacktes Messer und fangen damit an, das Eis zu schneiden. Wir schneiden es dabei nicht komplett durch, aber wir ritzen Schnittlinien in den Eisblock hinein, an denen wir dann das Eis auftrennen wollen. Dazu sägen wir an allen 4 Seiten des Eisblocks entlang, bis wir sozusagen die erste Form für einen ersten Eisstick mal grob haben. Gerade am Anfang empfiehlt es sich wirklich, alle 4 Seiten zu machen, wenn das Eis noch nicht so ganz temperiert ist. Je länger das Eis draußen liegt, desto weniger braucht man es, weil das Eis dann durchtemperiert ist und es sich einfacher schneiden lässt, selbst wenn man nur eine Schnittkante in das Eis sägt. Wenn wir dann unsere Schnittkanten vorbereitet haben, setzen wir das Messer an eine der langen Kanten hinein, möglichst gleichmäßig, und schlagen dann auf den Messerrücken, sodass dann in einem abrupten Schlag das Eis entlang unserer Schnittkanten splittert. Dazu kann man entweder den Handballen benutzen, so wie ich es hier mache. Ich habe das Gefühl, persönlich habe ich dann mehr Kontrolle. Alternativ kann man aber auch einen Hammer benutzen, um diesen Schlag möglichst mittig dann auf das Messer auszuführen. Gerade am Anfang kann es sein, dass das nicht direkt funktioniert und dass das Eis dann etwas unkoordiniert splittert. In dem Fall dann einfach ein bisschen abwarten, bis es noch ein bisschen weiter temperiert ist, dann sollte das nicht mehr vorkommen. Idealerweise haben wir dann einen solchen Eisstick, den wir jetzt entweder so belassen können, um ihn dann zum Beispiel für Highball-Drinks zu verwenden, das sieht auch ganz schick aus, oder wir können ihn weiter zerschneiden in kleinere Stücke, in Eiswürfel, je nachdem, was wir halt gerade brauchen. Und das machen wir jetzt mit unserem kompletten Eisblock und schneiden den so in Stücke, also entweder Sticks oder kleinere Würfel, wie wir es dann brauchen. Und das kommt dann alles in solche Gefrierbeutel und die wiederum können wir dann verschlossen in unseren Tiefkühlschrank tun und lagern. Wenn wir dann damit fertig sind, haben wir eine Auswahl von Eiswürfeln, Eissticks, die wir dann für unsere Drinks verwenden können. Und wenn wir uns die jetzt hier einmal angucken, dann sieht man, die sind alle glasklar. Sie werden, wenn sie eine Zeit wieder im Gefrierfach liegen, von außen etwas anbeschlagen. Das ist aber kein Problem, das ist nur die alleräußerste Schicht. Sobald wir dann einen Drink drüber schütten, geht die weg und dann haben wir wieder sofort glasklare Würfel. Man kann auch ein bisschen damit variieren, je nachdem wie lange man das Eis im Tiefkühlschrank gefrieren lässt, kann man verschiedene Dicken hinbekommen, um etwas schmalere Sticks oder Würfel zu bekommen oder etwas dickere. Das Ganze geht auch mit Eiskugeln. Dazu verweise ich auf das Video von Cocktail Chemistry in der Videobeschreibung. Da wird gezeigt, wie man das Ganze auch mit einer Eiskugelform hinbekommt. Ja, und damit haben wir dann unsere klaren Eiswürfel, die sicherlich beim Präsentieren der Cocktails nochmal einen ganz anderen Eindruck machen als die trüben Eiswürfel, die man sonst so herstellen kann. Einziger Nachteil ist, diese Technik eignet sich jetzt nicht wirklich für die Massenproduktion. Das heißt, wenn man irgendwie eine größere Cocktailparty geplant hat und viele Eiswürfel braucht, dann sollte man vielleicht doch eher überlegen, ob man nicht auf die normalen zu kaufenden Eiswürfel zurückgreift und dann vielleicht doch eher die ästhetischen Abstriche in Kauf nimmt. So viel dann von meiner Seite für heute. Ich sage herzlichen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin, macht es gut und Prost!